Ihr wollt eurem Avatar mit Hilfe von Accessoires zu etwas Besonderem machen und ihr habt dazu auch mit Hilfe von diversen Seiten das ideale Asset gefunden, wisst aber nicht, wie ihr euren Avatar damit ausrüstet? Kein Problem. Ladet dazu euren Avatar einfach in Unity hinein. Wenn ihr nicht wisst wie, schaut euch zuerst mal dieses Video hier rechts oben in der Infobox an. Dieses zeigt euch Schritt für Schritt die Installation von Unity bis zum eigentlichen Import, sodass ihr am Ende auf genau diesem Stand seid, den wir für dieses Video hier benötigen. Als Asset werde ich diesen Hexenhut hier verwenden, welchen ich auf Booth gefunden habe. Der Link dazu habe ich unten in die Beschreibung gepackt. In der Regel kommen 3D-Assets als FBX-Dateien mit dazugehörigen Texturen daher. Texturen sind dabei ganz normale PNGs und FBX-Dateien schauen unter Windows standardmäßig so aus. Ein Würfel auf einem Blatt Papier. Wenn der Dateiname nur so komische Zeichen wie hier enthält, weil es zum Beispiel eine japanische Datei ist, vergibt ihn auch gleich einen lesbaren Namen, damit ihr später noch wisst, was es ist, wenn ihr mehr Sachen in Unity hineingeladen habt. Um das Asset in Unity zu importieren, zieht einfach die FBX-Datei per Drag and Drop in das Projektfeld und es sollte dort erscheinen. Wählt als nächstes im Projektfeld euren Avatar aus. Der Inspektorbereich sollte nun in etwa so aussehen. Hier könnt ihr unter anderem den Namen eures Avatars ändern und diverse Kleinigkeiten anpassen, wie zum Beispiel die Emotionen ändern. Wie das alles geht, zeige ich euch aber ein anderes Mal. Abonniert, damit ihr sofort erfährt, wenn das entsprechende Video online geht. Fürs erste ist aber nur der Open Prefab Knopf interessant. Klickt dort einmal drauf und die Szene sollte nun leicht bläulich eingefärbt sein. Und links bei der Hierarchie sollte nun bei eurem Avatar alles ausgekleidet sein. Wie es genau ausschaut, kann je nachdem, wie ihr euren Avatar gebaut habt, leicht unterschiedlich sein. Sprich, ob ihr Version 1.0 verwendet habt vom Visual Studio oder eine vorherige oder was weiß ich. Ihr solltet jedoch, wenn ich das hier einmal zuklappe, die folgenden Dinge auch sehen. Zum einen Face, Body und Hairs, was die einzelnen Körperteile sind. Secondary, was für uns heute uninteressant ist. Und Root, was die einzelnen Knochen vom Avatar sind, welche dazu zuständig sind, dass ihr euch bewegen könnt, so wie ich. Wow. Wow. Was wir jetzt tun wollen, ist das Asset mit den passenden Knochen zu verknüpfen, sodass er an diesem hängt und er sich mitbewegt. Wichtig dabei ist, die Anordnung der einzelnen Knochen, wie ihr sie vor euch habt, dürft ihr nicht ändern, da ansonsten euer Avatar sich zukünftig falsch bewegen würde. Ihr könnt euch zwar sagen, wieso das so ist, aber wieso sollte ich, wenn dieser Doktor es euch viel besser erklären kann. The knee bone's connected to the something. The something's connected to the red thing. The red thing's connected to my wristwatch. Uh-oh. Je nachdem, was ihr für ein Asset einfügen wollt, wählt einfach den passenden Knochen aus. Da ich einen Hut habe, suche ich mir natürlich den Kopfknochen aus. Wenn es ein Schwert wäre, wäre es wiederum ein Handknochen und so weiter. Welcher Knochen was ist, erkennt ihr einfach am Namen. JBPC Head ist dabei der Kopf, welcher am Neckknochen hängt, der wiederum am Oberkörper hängt und so weiter. Ich ziehe nun also wieder per Drag and Drop den Hut zum Kopfknochen. Da das Asset noch nicht am richtigen Ort erscheint, wenden wir uns nun dem Inspektor und der Szene zu. Jetzt seht ihr, dass das Asset orange umrahmt ist und dass farbige Pfeile erschienen sind. Falls das nicht der Fall ist, klickt einfach noch einmal mit der linken Maustaste auf euer Asset. Zieht einfach mit den Pfeilen das Asset an die richtige Stelle. Alternativ tippt ihr einfach den entsprechenden Wert bei Position im Inspector bei Transform ein. Wollt ihr das jetzt drehen, klickt entweder auf das rote Tool hier oben und dreht den Ball entsprechend oder tippt einfach den Winkel hier direkt bei Rotation im Inspector ein. Sollte das Objekt zu klein oder zu groß sein, ändert einfach den Wert bei Scale entsprechend. Die Standardgröße ist dabei 100. Ihr könnt das Objekt aber ganz einfach vergrößern, indem ihr einen größeren Wert eingibt, bzw. verkleinern, indem ihr einen kleineren Wert eingibt. Ist das Asset am richtigen Platz, widmen wir uns der Farbe zu. Vermutlich ist euer Asset nämlich wie meines einfach nur grau. Das liegt daran, dass wir die Textur noch nicht importiert haben und ebenfalls noch keinen Shader dem Objekt zugewiesen haben. Damit das Asset so ausschaut wie es soll, müssen wir deshalb zuerst ein neues Material anlegen. Das machen wir ganz einfach, indem wir mit der rechten Maustaste auf das Projektfeld gehen und dann unter Create auf Material klicken. Vergibt diesem einen passenden Namen wie Material Hut und drückt Enter. Standardmäßig ist der Shader Standard eingestellt, welchen wir theoretisch verwenden könnten. Aber damit unser Asset zum Avatar passt, verwenden wir auch den gleichen Shader wie dieser. Geht dazu einfach im Dropdown-Fenster, wo Standard eingestellt ist, auf VRM und dann auf M tun und dann seht ihr, dass die verfügbaren Einstellungen sich geändert haben. Hier unten seht ihr auch, was der Unterschied zum Standard-Shader ist und zwar schaut M-Tune etwas cartooniger aus. Wollt ihr anstatt M-Tune oder dem Standard-Shader einen anderen verwenden, dann muss ich euch leider sagen, dass dies nur über Umwege und über Änderungen des Dateiformates vom Avatar möglich ist. Dies würde aber den Umfang von diesem Video deutlich sprengen und würde vielleicht in einem zukünftigen Video adressiert werden. Importiert als nächstes die Textur, indem ihr sie wie vorhin beim Hut per Drag and Drop in das Projektfeld hineinzieht. Wählt wieder das Material vom Asset aus und ihr seht unter dem Punkt Color Texture die Punkte Lit Color Alpha und Shade Color, sowie ein dunkelgraues Kästchen links daneben.
Seht in diese beiden die Textur. Das erste Kästchen ist aber die Textur für den Bereich, der beleuchtet ist, und der zweite ist für den Bereich, der im Schatten liegt. Theoretisch könnt ihr also auch zwei unterschiedliche Texturen verwenden. Jetzt seht ihr zwar, dass sich die Vorschaukugel verändert hat, aber der Hut immer noch grau ist. Das liegt daran, dass wir zwar das Material angelegt haben, es aber nicht mit dem Hut verknüpft haben. Liegt dazu das Material einfach bei Drag and Drop auf den Hut. Rechts neben dem Bereich, wo wir die Textur gerade hingeschoben haben, könnt ihr über die beiden Farben Kästchen die Farbe noch etwas anpassen. Diese beiden Kästchen haben leider dieselbe Funktion wie schon im V-Roid Studio, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Während all dem solltet ihr die Änderungen in der Szenenansicht beobachten können. Wenn ihr schon hier seid, stellt bei Mode Rendering den Typ Cutout ein. Dies sorgt dafür, dass transparente Bereiche von der Textur auch transparent angezeigt werden. In meinem Fall wäre das jedoch egal gewesen, da hier nichts transparent ist. Die Härte vom Schatten steuert ihr über den Slider unter Lightning. Wobei, je höher der Wert ist, desto härter ist der Schatten. Mögt ihr das standardmäßige V-Roid Studio Rimlight, so könnt ihr es auch aktivieren. Und zwar, indem ihr unter Rim auf das farbige Kästchen klickt, in dem HDR steht. Aber mein Tipp ist, naja, deaktiviert das Rimlight, das schaut immer furchtbar aus. Aber was vielleicht interessanter ist, ihr könnt eurem Objekt ebenfalls Outlines verpassen. Und zwar, indem ihr unter Outline den Mode World Coordinates einstellt und den Slider auf die gewünschte Dicke verschiebt. Ebenfalls könnt ihr die Farbe ändern, indem ihr unter Color Color auf das farbige Kästchen klickt und eine andere Farbe einstellt. So, das war es jetzt eigentlich auch. Die restlichen Sachen sind Dinge, die in den meisten Fällen nicht relevant sind. Das einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist den Avatar aus Unity wieder zu exportieren. Klickt dazu auf die oberste Ebene von eurem Avatar in die Hierarchie. Das ist die mit dem Namen von eurem Avatar. Geht als nächstes auf den Reiter VRM 0 und dann auf Export to VRM 0.x. Und es sollte sich dieses Fenster hier öffnen. Schaut das Fenster stattdessen so aus, dann habt ihr höchstwahrscheinlich nicht die oberste Ebene ausgewählt. Schließt das Fenster einfach wieder und klickt auf die Ebene mit dem Namen von eurem Avatar. Wenn alles richtig ausschaut, dann muss ich euch sagen, dass in diesem Fenster eigentlich nichts zu tun ist. Außer ihr seht rote Ausrufezeichen. Wenn das der Fall ist, müsst ihr wahrscheinlich den Titel, sprich den Namen von eurem Avatar, die Versionsnummer und ein Autor in diese Felder hier eintragen. Anschließend klickt ihr auf Export und das war's. Wählt einfach einen Speicherort aus und startet anschließend euren Face Tracker und importiert das neue Model. Testet anschließend einmal kurz, ob alles so funktioniert, wie ihr es erwartet. Wenn ihr seht, dass das Asset sich komisch verhält, so wie hier, dann liegt das vermutlich daran, dass ihr es am falschen Knochen angehängt habt. Geht in diesem Fall zurück zu Unity. Verschiebt das Asset in der Hierarchie auf den richtigen Knochen und exportiert den Avatar anschließend erneut. So, und damit sind wir aber auch schon am Ende von diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie ihr mit 3D-Asset euren Avatar verbessert. Natürlich das nicht alles, was man mit Unity anstellen kann. Entsprechende Videos darüber, wie man zum Beispiel Dinge vom Avatar auf Knopfdruck aus und wieder einblenden kann, sind auch schon in der Mache und werden so bald wie möglich auf diesem Kanal veröffentlicht. Aber bis dahin, wie wäre es mit diesem Tutorial-Video, in dem ich euch 4 tolle Seiten vorstelle, in denen ihr grandiose Assets bekommt? Ich hoffe, ich darf euch in diesem Video auch wieder begrüßen. Und wenn nicht, tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Landratten.